Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von spurendteile.de und ich habe wieder mal das Tadris T-Shirt an. Das heißt, wir haben wieder eine Folge Spur N für Anfänger. In letzter Zeit gab es einige Anfragen zum Thema Haftreifen, deswegen wollte ich jetzt einfach mal ein ganz kurzes Video machen, wie man Haftreifen wechselt. Und am Schluss des Videos findet ihr natürlich auch einen kleinen Hinweis, wie ihr denn die richtigen Haftreifen bei uns im Shop findet. Wie immer in diesen Anfängervideos richtet sich das explizit eben an Anfänger. Für die Profis unter euch wird das nichts Neues sein. Und natürlich gibt es auch immer Alternativen. Jeder hat seine eigene Lieblingshaftreifenmarke oder seine Methode, das aufzuziehen. Diese ganzen Alternativen sind natürlich vollkommen legitim und ich glaube, ich betone das auch immer ausdrücklich, dass natürlich jeder das auf seine Art und Weise machen kann. Hauptsache es gefällt ihm. Von daher ist das halt jetzt meine subjektive Meinung, wie es meiner Meinung nach am besten geht. Wenn es eine andere Meinung gibt, dann hat die ihre Daseinsberechtigung. Aber bitte pisst mich nicht an, weil ich meine eigene Meinung habe, die nicht eure ist. Denn das passiert in letzter Zeit ziemlich häufig und ich glaube, dazu muss ich mal ein Sonntagsgedankenvideo machen. Aber starten wir mit den Haftreifen durch. Genug lamentiert. Haftreifen sind im Prinzip dafür da, dass eure Lok nicht durchdreht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Steigung habt oder wenn ihr viele Waggons anhängt, dann kann eine Lok ohne Haftreifen einfach aufgrund des geringen Gewichtes das vielleicht nicht ziehen und die dreht durch. Das sieht nicht so schön aus und es ist natürlich auch sehr mühselig. Neben Motorkohlen sind Haftreifen so ein typisches Verschleißteil bei unserer Spurweite. Haftreifen werden einfach mit der Zeit abgenutzt oder sie verölen oder sie werden hart, also sie zerbröseln und dann fällt das Ganze einfach vom Rad ab. Zunächst müsst ihr immer die alten Haftreifen entfernen. Das funktioniert bei sehr vielen Drehgestellloks, also bei Diesel- oder Elektroloks, von fast allen Herstellern recht einfach. Ihr habt in der Regel unten dann eine kleine Schraube, die löst ihr. Damit löst sich die Drehgestellblende und ihr könnt den Radsatz, auf dem der Haftreifen drauf sitzt oder drauf sitzen sollte, einfach herausnehmen. Es gibt aber auch ein paar umständlichere Geschichten, wie zum Beispiel hier unsere Fleischmann E94 bzw. BR 194. Hier müsst ihr tatsächlich das gesamte Drehgestell ausbauen. Das ist auch wie bei vielen Drehgestellloks mit einem kleinen Stift gesichert. Den schiebt ihr euch einfach raus. Aufpassen, dass euch das Zahnrad, was auch von diesem Stift gehalten wird, nicht verloren geht. Die Drehgestellblende ist hier mit so kleinen Clips gesichert. Und die müsst ihr einfach lösen und dann könnt ihr das auch zerlegen und dann seid ihr auch an der Achse. Ich zeige euch dieses Extrembeispiel, dass es halt auch ganz anders sein kann, einfach nur als Randnotiz, damit ihr nicht denkt, es ist immer das Gleiche, sondern es gibt natürlich Ausreißer. Normalerweise kommt ihr aber relativ zackig an die jeweilige Achse ran. Wenn ihr die Achse befreit habt, dann zieht ihr einfach den alten Haftreifen, sofern er denn noch da sein sollte, ab. Wenn er sehr alt ist, dann wird er euch runter zerbröseln. Das könnt ihr mit einer feinen Pinzette machen oder mit einem Schraubenzieher oder hier jetzt mit einem Zahnstocher. Einfach runterschrauben, scharben oder als Ganzes abziehen. Achtet unbedingt darauf, dass diese Achse im Bereich der Nut für den Haftreifen nicht verölt ist, weil selbst der beste Haftreifen bringt nichts, wenn unter dem Haftreifen ein Ölfilm ist, weil dann dreht der Haftreifen auf der Achse einfach durch. Also im Zweifel einfach nochmal reinigen. Wir führen ja die Haftreifen von K-Modell. Da kommt ab und zu die Bemerkung, oh, das sind ja kleine Beilagscheiben, das ist ja gar kein Haftreifen. Keine Angst, das sind Haftreifen. Die sind halt bloß nicht von Haus aus rund, sondern sie sehen halt wirklich aus wie Beilagscheiben. Funktionieren aber ganz genauso. Fixiert am besten den Haftreifen unten mit dem Finger oder mit dem Fingernagel an dem Radsatz und dann fahrt ihr einfach den Radkranz, wo die Nut sich befindet, mit einem kleinen Zahnstocher ab. Achtet darauf, dass der Haftreifen sich nicht verdreht, also dass ihr keine Windung im Haftreifen drin habt, sondern dass es einmal schön drumherum geht. Am Schluss einfach nochmal kontrollieren, im Zweifel noch ein bisschen in die Nut reindrücken und wieder alles zusammenbauen. Bei Dampfloks mit Steuerung, wo der Haftreifen unter der Steuerung ist, da ist das Ganze ein bisschen komplizierter in Anführungsstrichen. Es ist halt schwerer an die Haftreifen ranzukommen. Ich habe hier eine BR 78 von Fleischmann mal als Beispiel genommen. Ich empfehle euch bei solchen Geschichten das Gehäuse vorher abzuziehen, einfach, dass ihr nicht aus Versehen irgendwas kaputt macht. Und es ist natürlich alles viel zugänglicher, ihr kommt leichter an die jeweiligen Achsen ran. Wie genau welches Gehäuse bei welchem Modell abgezogen wird, das erfahrt ihr in der Regel durch euren Waschzettel, der Lok beigelegen ist. Bei Loks mit Steuerung würde ich euch wirklich raten, baut die Achse gar nicht aus.
Das ist nämlich ganz eklig. Ihr habt nämlich bei einer Steuerung, grob gesagt, auf der einen Seite sind alle Löcher, wenn ihr jetzt die Räder vor euch habt, alle Löcher auf 9 Uhr und auf der anderen Seite, auf der Rückseite der Lok, sind sie dann alle auf 6 oder auf 12 Uhr. Also die sind um 90 Grad versetzt. Wenn ihr jetzt die Achse ausbaut und ihr baut sie danach nicht wieder richtig ein, also das muss nur ein Zehntel Millimeter sein, dann blockiert die Steuerung und das ist sehr, sehr eklig, so eine Steuerung auszurichten. Das heißt, wenn ihr einen Haftreifen auf einer Achse mit Steuerung habt, immer versuchen, die Achsen drin zu lassen. Mein Tipp, dass ihr einfach die Kuppelstange und den Kreuzkopf in diesem Fall rausdrückt, aufpassen, dass ihr den Bolzen nicht verliert und dann zur Seite schiebt. Und dann könnt ihr genauso verfahren wie vorher. Das heißt, ihr werdet den alten Haftreifen einfach herunternehmen, wie auch immer, und den neuen Haftreifen aufziehen. Ich mache das wieder so, wie ich es halt jetzt am liebsten mache. Ich fixiere mir den und dann fahre ich mit einem Zahnstocher den Spurkranz ab. Den Radkranz meinte ich natürlich, nicht den Spurkranz. So, und wie finde ich jetzt den richtigen Haftreifen für meine Lok? Ja, wir haben im Shop eine Kategorie, die heißt Haftreifen. Natürlich könnt ihr da reingehen und könnt jetzt in jeden Haftreifen reingehen und einen Text suchen, ist der denn für meine Lok gedacht? Das haben wir alles hinterlegt. Aber es gibt noch zwei viel einfachere Varianten. Erstens, ihr tippt einfach oben in die Suche die Originalartikelnummer ein. Da wir die Originalartikelnummern in den Haftreifen hinterlegt haben, taucht dann auch das jeweilige nicht originale Ersatzprodukt von K-Modell auf. Oder zweitens, ihr geht einfach über die Navigation. Das heißt, ihr klickt auf Ersatzteile nach Hersteller, auf den jeweiligen Hersteller, bei uns Fleischmann, eine Fleischmann Dampflok, eine Fleischmann BR78 und dann könnt ihr links in der Filterauswahl auch noch auf Haftreifen klicken und ihr habt genau den passenden Haftreifen für dieses Modell. Ich hoffe, das Video war euch eine kleine Hilfe zum Thema Haftreifenwechseln, so wie ich es tue. Und wenn ihr Haftreifen braucht, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei mir im Shop vorbeischaut und die Haftreifen auch bei mir kauft. Euer Daniel von spurendteile.de. Und wie immer am Schluss haben wir hier noch den Abo-Button. Und wenn ihr ihn jetzt gedrückt habt, dann verrate ich euch, warum ich diese Mütze trage. Deshalb.